Bis dann und eine gute Zeit, sagt euer Oliver. Ciao. Oh, wir sind ja schon auf Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen in Olivers Landhausleben. Ja, ich habe mir mit meiner Brille angeschaut, was ich euch das letzte Mal gezeigt habe, damit ich daran anknüpfen kann, damit wir auch nichts vergessen. Ja, ich war noch nicht bei den Hühnern, so wie ich normalerweise starte. Das können wir jetzt gleich tun und dann mal schauen, was sich hier alles Neues getan hat. So, das Wetter ist heute nicht allzu gut, es regnet und ja, die Hühner warten schon. Ich habe das Essen schon hingetan, von daher lassen wir sie nicht länger warten. Guten Morgen. Kommt raus. Kommt raus. Ja. Fressen liegt schon da. Komm, Herkules. Na komm. Na, immer ein bisschen zurückhalten, so. Komm her. Ja. Jeden Morgen. Entweder durch mich oder durch meine Frau oder durch unsere Tochter. Komm, geh runter zu deinen Mädels. So, aber jetzt gehen wir mal rein. Beziehungsweise ich möchte euch hier ums Eck noch schnell was zeigen und dann gehen wir rein. So, einmal ums Eck gegangen. Ihr seht vielleicht schon, um was es mir geht. Wir sind momentan noch auf einer Lösung, auf der Suche nach einer Lösung für diesen Riss. Es ist nicht der einzige Riss, den wir hier bei uns in den Scheunen haben, aber das ist wohl einer der markantesten und größten. Ich habe mir schon überlegt, was man hier machen kann. Ich habe auch schon Facebook-Gruppen gefragt. Im Moment, wir wissen noch keine genaue Lösung. Wir lassen jetzt erstmal den Statiker kommen und dann entscheiden, was für Lösungen es geben könnte. Als Ursache wissen wir auch nicht genau, was es gewesen ist. Natürlich ein Absacken vom Fundament. Das kann jetzt sein, weil wenn es regnet, dass der Regen direkt hier unten lang plätschert, dass sich das ausgewaschen hat und dass es dann zusammengebrochen ist. Oder aber einfach so, dass hier alles Sand ist und dass es deswegen abgesackt ist durch das Gewicht. Das soll uns aber dann der Statiker erzählen. Und dann werden wir auch die Lösungen rausfinden und schauen, was wir damit machen. Andererseits könnt ihr jetzt im Moment ganz gut sehen, da drüben, da ist die Klärgrube, die alte. Die haben wir jetzt öffnen lassen, als wir das Abwasser haben machen lassen. Das seht ihr auch, dass das relativ, also es ist aufgebuddelt, man sieht sehr viel Sand. Ja, ein bisschen Schrott seht ihr da hinten auch schon, also wir haben ziemlich viel rausgeschmissen aus dem Haus. So, jetzt gehen wir mal rein. So, das mit dem gleich reinlaufen funktioniert irgendwie nicht so ganz, wie ich mir das mal vorstelle. Ja, ich bin noch mal ganz kurz bei der Klärgrube, dass ihr mal hier reinschauen könnt. Hier war eine Menge Müll gewesen, eine Menge Schrott gewesen, den haben wir schon hier hingelagert und dort hinten hin. Die Betonplatten müssen natürlich auch noch weg. Aber was ganz interessant ist vielleicht zu sehen, ist der hintere Bereich. Dort ist die Abwasserleitung verlegt worden. Und der Sandhaufen, der hier noch liegt, das sind so die Überreste. Wobei ich dazu sagen muss, dieser Sandhaufen ist eigentlich unsere Erde. Also das ist das, womit wir in Zukunft dann auch hier gärtnern werden, wo wir unser Gemüse anbauen werden. Es ist eigentlich nur Sand. Es gibt hier überhaupt keine normale Erde, kein Lehm, kein Torf, kein gar nichts. Also es ist Sand. Und darauf versuchen wir dann später unser Gemüse zu pflanzen. Endlich im Haus angekommen. Hier ist der Flurbereich, ihr kennt es noch mit dem Sturz, wo ich gesagt habe. Und hier drüben auf der Seite könnt ihr schon die erste Neuerung sehen. Wir haben die Dielen entfernt. Es hat keine Woche gedauert seit dem letzten Video. Und da haben wir ein Angebot bekommen für zum Sandschippen. Das heißt, wir hatten jemand hier gehabt, der hat uns geholfen, den Sand rauszukachen aus unseren ganzen Räumlichkeiten. Aber dafür mussten die Dielen raus. Innerhalb kürzester Zeit haben wir also dann Büro, Wohnzimmer, Treppenhaus, komplett die Dielen rausgenommen und alles vorbereitet, dass die Jungs dann hier auch den Sand schippen können. Gedauert hat es dann zum Schluss mit den 2 Personen, die dann da waren, ungefähr 7 Stunden und dann waren die fertig. Also wir haben jetzt hier das Niveau erreicht, wo wir dann einen Estrich reingießen lassen können. Problem ist jetzt allerdings nur noch eine Sache. Wir sollten auch hier den Statiker befragen, weil uns ist gesagt worden, passt auf, wenn ihr einen Estrich hier reinlegt, also reingießen lasst, dass der sich dann eventuell noch ein bisschen ausdehnen kann.
Natürlich kommen rundherum noch solche Dämmmatten, Dämmstreifen, aber letztendlich ist es trotzdem so, dass sich das auseinanderdrückt. Und dann kann es sein, dass diese doch sehr weichen Tonsteine hier, Brandsteine, dass die auseinandergedrückt werden und dass dann noch mehr Risse entstehen können, auch allein aufgrund des Gewichts. Das müssen wir auch noch den Statiker fragen, so wie viele, viele andere Fragen auch. Zum Beispiel wie das mit der Scheune eben gerade, aber auch noch andere Sachen und die werde ich gleich noch ansprechen. So, hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Das hier ist das zukünftige Wohnzimmer, das war die Tür, die wir zumachen wollten und da drüben ist dann das Büro. Ja, nur dass ihr das mal gesehen habt, also Sand, Sand und trotzdem noch ein paar Stellen, wie jetzt da hinten, wo noch ein paar Steine raus müssen. Da unten drunter ist noch ein Feldstein. Sieht aus, als wenn das ein Teil vom Feldsteinfundament ist. Da müssen wir natürlich den Estrichleger dann fragen, ob wir das so lassen können oder ob wir den Stein auch entfernen müssen. Wobei es da wieder darum geht, ist die Stabilität des Hauses gefährdet. Gut, gehen wir mal einen Raum weiter. Hier, wie gesagt, gezeigt, Dielen raus, Balken raus, Sand raus. Nächstes Zimmer. So, hier in meinem zukünftigen Büro. Ihr kennt es mit den Holzbalken, Decken. Ich bin immer noch im Überlegen, ob wir nicht vielleicht diese Latten rausnehmen und dann diese Balken abschleifen, schöner machen, versiegeln, so dass sie halt schön aussehen. Das würde aber auch bedeuten, dass wir dann die Zwischendecken hier rausnehmen würden und dann dort auch einen Platz, einen Hohlraum lassen, so wie es beim Landhaus früher halt auch war. Müssen wir noch schauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das möchte oder nicht. Es geht die Dämmwirkung verloren, es geht der Schallschutz verloren. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wenn hier oben drüber direkt ein Kinderzimmer ist und ich soll hier zukünftig arbeiten, wird schwierig. Gut, auch hier Sand raus, ja auch Sand raus, aber auch die Dielen raus, die Balken raus und natürlich auch ein Teil von Sand. Hier gibt es auch ein paar größere Steine. Wie ihr dann hinten hier auch sehen könnt, das ist eine der ersten Heizungen, die gefallen ist. Die Heizungsrohre habe ich zum größten Teil schon raus. Die Heizung ist mir ein bisschen zu schwer, die kriege ich nicht getragen. Ich habe keine Ahnung, was die wiegt, aber das ist so richtig Stahl. Müssen wir mal schauen, ob mir da irgendjemand helfen kann oder ob wir das den Heizungsmonteur machen lassen. Da seht ihr auch meine Brille, die Oculus. Ja, warum habe ich vorhin die Brille aufgehabt? Es ist mit der Brille natürlich, also die VR-Brille ist natürlich ein besseres Erlebnis. Diese Dreidimensionalität, man kann sich selbst bewegen und drehen und schauen. Das könnte man mit dem Handy natürlich auch tun. Am PC geht das eher schlecht, höchstens mit der Maus. Aber mit der Brille ist es wirklich so, dass es dreidimensional rüberkommt, so wie im Kino, so wie in der Wirklichkeit. Deswegen habe ich die Brille auf. Jeder, der auch so eine Brille hat, rate ich dazu, diese Videos natürlich auch mit der Brille anzuschauen. Es ist einfach ein besseres Erlebnis. So, aber jetzt genug geschwärmt, gehen wir weiter in den nächsten Raum. Hier im zweiten Flur, ja, also hier eben gerade bei der Flur mit dem schönen Sturz. Und hier ist der lange Flur, wo wir hier noch eine Wand reinziehen möchten. Wisst ihr alles schon, habt ja die alten Videos gesehen. Kann ich euch aber auch gerne nochmal verlinken oben in der Infoleiste. Hier seht ihr die alten Rohre, die müssen wir noch rausschaffen. Vielleicht behalte ich ein paar davon, um mir daraus so eine Art Folientunnel zu basteln. Da gibt es ein paar Anleitungen, die mich sehr interessiert haben. Mal schauen, ob ich was mit den alten Rohren anfangen kann. Ansonsten kriegt sie der Schrotthändler für einen kleinen Preis. Ja, auch hier ist die Heizung gefallen, wie ihr sehen könnt. Die ganzen Rohre, die hier hinten waren, sind auch schon alle weg. Hier gibt es eigentlich nicht mehr sonst viel zu sagen. Der Raum war ja schon soweit ohne Dielen und ohne Balken. Gehen wir zum nächsten Raum über, da wo sich wieder mehr getan hat. So, in diesem Raum hat sich wohl am meisten getan in der letzten Zeit. So denke ich zumindest mal. Die Decken hatte ich hier heraus. Wir befinden uns hier im Treppenhaus. Die Treppe ist weg. Die abzureißen war eine ganz schöne Arbeit. Also es war wirklich ziemlich kompliziert und ich weiß auch gar nicht, wie tief ich darauf eingehen soll, aber stellenweise war es nicht sichtbar, ob vielleicht auch der Balken, der hier oben lang läuft, auf der Treppe aufliegt und diese auch trägt, weil die Treppe war wirklich nicht nur schwer im Gewicht, sondern sie war auch ziemlich stark im Boden verankert. Sie lag also nicht nur auf den Dielen auf, sondern war irgendwie auch im Boden fest. Nachdem ich die Treppe dann endlich mit dem Vorschlaghammer rausgerissen habe, und noch das Brecheisen benutzen musste, haben wir natürlich hier die kompletten Dielen auch entfernt, auch wieder die Balken entfernt und auch hier konnte dann endlich durch die zwei Leute der Sand rausgeschaufelt werden. Alles das konnte ich leider nicht tun, ich habe es ein bisschen im Rücken, von daher habe ich gesagt, lasst dir ein bisschen helfen, man kann nicht immer alles alleine machen und ja, ich bin schon froh, dass es so weit gekommen ist, dass wir so weit gekommen sind und dass jetzt eigentlich fast alles bereit ist für den Statiker, um die Entscheidung zu treffen.
Was dann später hier für eine Treppe reinkommen wird, ob ich sie selber baue, ob sie vielleicht ein Tischlermeister oder Zimmerer macht, keine Ahnung, wird sich noch zeigen. Ich würde sie gerne selbst machen, aber ich glaube, dazu fehlt einfach die Zeit. Was wir jetzt in den letzten paar Tagen gemacht haben, mal ganz abgesehen von der Heizung, die hier rausgerissen worden ist und auch wieder hier die Rohre, die verschwunden sind. Ich habe auch hier unten drunter jetzt den Freiraum geschaffen. Das war hier eine Treppenstufe von einem niederen Raum in einen niederen Raum und trotzdem war hier eine Stufe gewesen als Abtrennung, weil das ja ein Gebäudeanbau ist. Und hier haben wir dann, und das schwenke ich gleich nochmal mit hier rein, schon angefangen, das alte Bad rauszureißen. Fliesen, Badewanne, Toilette, den alten schönen Ofen, Badeofen. Ja, zeige ich euch jetzt. So, da sind wir auch schon. War jetzt ja auch kein langer Weg gewesen von hier rüber hierher. Das ist dieses Bad, wo ich angefangen habe, die Decke mal ein bisschen zu untersuchen, nachdem sie runtergebröckelt ist. Ursache haben wir immer noch keine gefunden, also es ist trotzdem trocken. Hier oben ist Steinwolle drin, ne, Glaswolle ist drin. Mal gucken, ob ich die Arbeit angehe, wenn der Dachdecker kommt, weil dazu haben wir uns schon entschieden, Dach wird gemacht. Da ist nur die Frage, wann es losgeht und wenn das Dach dann hier runterkommt, vielleicht kommen wir dann von oben besser ran, um es dann durchzutreten oder mit dem Vorschlaghammer durchzustoßen. Hier habe ich schon die Fliesen entfernt, dort sind die Fliesen entfernt, hier unten, weil das sind wir gestern, das ist wirklich brandneu, sind wir gestern nicht mehr gekommen. Und heute ist Sonntag, auch wenn das Video jetzt ein, zwei Tage später hochgeladen wird, weil das Rendern bei YouTube so lange dauert, zeige ich euch es jetzt und sage, es ist heute für mich Sonntag. Da stand die Badewanne, die ist raus, der Brateofen ist raus, die Toilette, alles raus. Und in den nächsten Tagen werden wir dann hergehen, die restlichen Fliesen entfernen, die Fliesen hier unten am Boden entfernen, die jetzt wirklich nicht mehr schön sind. Und dann schauen wir mal, wo hier die Verrohrung hingeht, weil als wir uns das Abwasser haben legen lassen, haben wir ein paar Überraschungen entdeckt, die so nicht geplant waren. Okay, also in dem Raum sind wir erstmal noch am Werkeln, das ist momentan unser Top-Projekt, wo wir dran sind. Und solange bis der Statiker kommt und uns ein paar Sachen erklärt hat. Und wir gehen jetzt weiter. So, wir sind jetzt hier im künftigen Esszimmer. Den Raum hier kennt ihr schon mit diesen unendlichen Tiefen. Hier hat sich nicht groß was getan, außer dass ich auch hier die Heizungsrohre entfernt habe. Aber wir sind jetzt hier, um ein paar Fragen zu klären, die bei uns noch offen sind, wo wir noch nicht wissen, was passiert hier. Denn das Haus trägt momentan in diesem Zimmer die Holzbalken. Angedacht war ja gewesen, ich glaube, ich habe es auch im letzten Video gesagt, dass hier Doppelstahlträger eingezogen werden und dann eine Estrichmasse. Das könnte eventuell etwas zu schwer wiegen, also zu schwer werden für die Wand. Wir haben ja hier Tonziegel und deswegen auch hier wieder Statiker. Und wenn jetzt hier Doppelstahlträger aufliegen würden und würden das Ganze hier runterdrücken, könnte es eventuell zu schwer werden und die Tonziegel, die dort sind, die Brandsteine, könnten daran zerbrechen oder noch das Haus in Bewegung bringen, weil hier wirklich alles unten drunter unter Sand ist. Ihr habt die Erde gesehen, die Erde, und darauf steht auch das Haus. Also es ist ein Haus auf Sand gebaut. Wie gesagt, wenn wir hier noch ein starkes Gewicht reinbringen und dann hier drüben das gleiche, dann hätten wir in dieser Linie, in dieser Frontlinie, vom Garten bis zur Straße hin, hätten wir hier komplett ein sehr schweres Gewicht liegen, das eventuell dazu führt, dass hier noch was absackt. Das wollen wir natürlich nicht riskieren, deswegen Statiker berechnen lassen und dann klären, wie machen wir hier weiter. Jetzt gehen wir mal zum nächsten Raum. Hier in der künftigen Küche hat sich jetzt auch nicht allzu viel getan. Ja, die Heizung, ihr könnt sie schon sehen, sie ist schon abmontiert, kann man so sagen, und sie ist fast runtergefallen. Also sie hat hier nur an den Rohren gehangen und als ich die Rohre durchgeschnitten habe, ist sie nach vorne geklappt. Das Konstrukt hält noch, austragen werde ich sie wahrscheinlich nicht können, sie ist zu schwer, meine Frau traut sich nicht über diese Balken zu gehen und ihr könnt sehen, ich stehe hier breitbeinig, weil ich auch nicht diesen Latten hier traue. Unsere Kinder sollten hier überhaupt nicht drüber gehen, manchmal machen sie sich einen Spaß draus, wir gucken, dass die auch nach Möglichkeit gar nicht hier drüber laufen. Was ihr hier unten ja sehen konntet beim letzten Mal ist dieser Schwerkraftofen, im Moment wird wahrscheinlich die Sicht blockiert sein. Der Schwerkraftofen ist jetzt natürlich nicht mehr in Betrieb, wir schaufeln momentan keine Kohle mehr, finde ich gut. Andererseits ist es hier drin aber auch kühler geworden. Ja, das muss man natürlich auch sehen, aber den Ofen muss ich jetzt abflexen, muss ich jetzt abmontieren und dann muss der auch durch irgendjemanden rausgeschaffen werden, weil der hat ein immenses Gewicht. Mache ich natürlich auch nicht. Schade um die Kohlen, schade auch um das Holz, das wir noch haben. Aber wenn wir später raus mal einen Kamin haben werden und eine wohlige Wärme im Wohnzimmer haben möchten, dann können wir die Kohle weiter benutzen.
Bis dahin bleibt sie da liegen und muss warten, bis er eingesetzt wird. Gehen wir hier rüber ins Schlafzimmer. Im künftigen Schlafzimmer, jetzt angekommen, hier hat sich fast gar nichts getan. Also es gab hier noch ein, zwei Dielen und die Balken, die hier noch drin waren, die sind jetzt raus. Das war auch kein schwerer Job mehr gewesen. Die Heizung war schon abmontiert. Ich versuche sie jetzt noch in der Mitte durchzuteilen. Das, was wir dann vielleicht doch durchs Fenster rausbringen. Da hinten stand mal ein Ofen, könnt ihr vielleicht sehen. Allerdings ist es so, dass hier auch noch einige härtere Materialien liegen. Das heißt, hier muss ich dann auch nochmal mit dem Abrisshammer ran oder mit dem Bohrhammer, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall sind hier auch schon mal die Rohre raus, Dielen sind raus, Balken sind raus und Sand wurde hier auch rausgeschippt. Zu unserer Verärgerung leider nur vors Fenster. Das heißt, wir mussten dann trotzdem nochmal mit der Schubkarre ran, um die dann von vor dem Fenster auf den Haufen, den ihr da hinten sehen könnt, zu bringen, damit hier nichts am Haus dran lagert und vielleicht noch irgendwas kaputt geht. So, schauen wir mal im zukünftigen Bad, wie es dort aussieht. Da sind wir auch schon. Schöne Decken hier, ne? Ja, das hier die zukünftige Dusche. Hier steht jetzt gerade noch im zukünftigen Bad. Ich bin jetzt hier ein bisschen kleiner, weil wir haben den Sand hier rausgeschafft. Das haben wir schon selbst gemacht. Und hier unten hat der Sanitär gesagt, möchte er ganz gerne das Abflussrohr haben. Deswegen haben wir hier noch tiefer gegraben. Also ich habe den Abrisshammer nochmal in die Hand genommen, bin hier noch eine Etage tiefer gegangen und habe festgestellt, dass auf der Betonplatte, also wir hatten, wie soll ich sagen, zuerst Fliesen, dann war eine Betonplatte, dann kam Sand, dann kam noch eine Betonplatte, dann hatten wir diesen Sand und jetzt sehe ich hier unten drunter ist noch eine Betonplatte. Also wir hatten hier 3 Betonplatten drin gehabt. Ich weiß nicht, ob das früher so gemacht worden ist und auf jeder Ebene hat man den Bauschutt. Wir werden jetzt erstmal den Sanitärer fragen, wie tief wir noch gehen müssen, weil irgendwann kommen wir hier unten beim Fenster raus, das war nämlich mal die Außenwand und dann ist hier unten ein Fenster gewesen und das können wir von unten vom Keller aus sehen. Ja, also mal schauen, ob das so bleibt, ob er hier durchkommt, ob ihm das reicht. Und dann werden wir mit dem Thema hier auch durch und könnten an anderer Stelle weitermachen. Hier, wo ihr momentan drauf steht, ist eine Gewölbe-Kellerdecke. Zeige ich euch gleich mal unten im Keller, wie das aussieht. Ich habe hier noch ein bisschen Befürchtungen, dass die Badewanne, die hier irgendwann mal rein soll, eventuell nicht getragen werden kann. Aber ja, es ist ein Stahlträger, es ist ein Gewölbekeller. Wenn ich hier drauf stehe, schwingt halt. Ne, das muss man dazu sehen. Und ich weiß nicht, ob das so stabil ist. Hier unten liegen noch ein paar Bahnsteine. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt, hier unten auf dem Boden. Die werde ich dann für spätere Projekte noch brauchen und deswegen lagern wir die zwischen und tun sie auf die Seite. Vielleicht wird es mal ein Hochbeet, vielleicht wird es mal eine Sitzbank. Mal schauen, wird sich zeigen. Jetzt sind wir im Kellervorraum. Das ist, wenn man von außen reinkommt, die Treppe runtergeht, der erste Raum im Keller. Wie ihr schon sehen könnt, also Wasserleitung haben wir gehabt, schon vorher. Die werde ich dann auch irgendwann demnächst hier kappen. Sie geht bis zu dem Punkt hinter euch. Das ist die einzige Wasserversorgung, die wir momentan noch haben. Also wenn wir was für die Hühner brauchen, Wasser oder für die Pflanzen oder, dann müssen wir hier in den Keller runtergehen und an einem abgerissenen Rohr, was ich, naja, abgerissen ist nicht, ich habe es geschnitten, dann da Wasser zapfen. Ich habe einen Eimer drunter gestellt, falls es tropft. Das kommt immer mal wieder vor, von daher, das Thema wäre dann auch erstmal bis zu dieser Stelle hier erledigt. Hier ist unser Gasanschluss, noch ohne Zähler. Der Zähler wird dann auch vom Sanitärer gesetzt, der dann auch die Gasbrennerthermie setzt und dann auch alles vorbereitet für unseren Ofen, für unseren Herd, weil den wollen wir zukünftig auch in Gas haben. Hier seht ihr dann jetzt auch die Gewölbekellerdecke. Das andere war ja der Fußboden gewesen. Und das ist das Konstrukt, wo ich ein bisschen Bedenken habe, ob das auch wirklich eine Badewanne aushält. Letztendlich ist es so, die Badewanne wird so verlegt oder draufgestellt. Das heißt, eigentlich hätte man immer die Metallsprossen, die Metallstützständer in der Reihe. Also es würden dann 1, 2, 3, 4 Stahlträger würden das dann halten. Anders wäre es, wenn das natürlich jetzt die Badewanne so wäre, dann müssten das nur 2 Stahlträger halten und die Gewölbedecke selbst. Von daher haben wir das jetzt so gewählt und wir schauen mal, was der Statiker sagt, ob man das auch wirklich so machen kann, weil stellenweise sieht das nicht mehr ganz so stabil aus. Schauen wir aber mal, wie es da weitergeht. Und bis dahin heißt es für mich dann trotzdem immer manchmal noch Kopf bücken und nicht oben dran stoßen. Gehen wir mal einen Raum weiter. Hier im zukünftigen Vorratskeller, das ist das, wo hier oben drüber, hier oben das Esszimmer war. Hier standen wir dann zuerst
als ich auf dem Balken drauf stand. Ich habe hier auch schon angefangen, die Rohre weitestgehend zu entfernen. Ganz habe ich es noch nicht gemacht, weil ich habe hier ein schwarzes Material entdeckt in dieser Dämmung und auch ein weißes Material. Ich kenne diese beiden Materialien nicht und ich werde jetzt erstmal einen Sanitärer fragen, ob es sich eventuell um Asbest handelt. Wenn ja, lasse ich ihn das entfernen und mache hier nicht weiter. Als ich das zersägt habe, habe ich aber eine Maske getragen, sowohl Schutzbrille als auch Gehörschutz sowieso. Aber ich hatte eine Atemmaske auf, von daher habe ich hier jetzt keine Bedenken, dass hier was passiert ist. Ansonsten überall da, wo noch kein Schutz mehr dran war, die Rohre habe ich so weit entfernt. Ja, geht dann hier auch wieder weiter, sobald ich hier Entwarnung kriege, dass es sich nicht um Asbest handelt. Und dann trotzdem mit Atemmaske. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, nicht wahr? Noch einmal kurz von dieser Seite aus gesehen. Das ist immer noch der Vorratsraum. Hier ist ein Fenster und wenn ihr ein bisschen im Video zurückspult, wo wir eben gerade in dem anderen Vorraum waren, da war auch ein Fenster, was sich abgezeichnet hat. Beide Fenster möchte ich öffnen, einfach nur damit hier ein bisschen mehr Luft reinkommt und dass es hier keinen Schimmel gibt in Zukunft. Natürlich werde ich hier Materialien benutzen, die hier an den Wänden sein werden, die Schimmel nicht gerade begünstigen. Bedeutet, ich möchte hier keinen Schimmel haben, ich werde Materialien benutzen, die diffusionsoffen sind, die atmen. Was es sein wird, weiß ich noch nicht so ganz. Müssen wir vielleicht einen Bausachverständigen fragen, vielleicht sagt es uns auch der Statiker, wenn er sich damit auskennt. Ansonsten google ich mir die Sache und versuche es hier auch umzusetzen. Schimmel wäre eine ganz blöde Sache, vor allen Dingen da das ja hier Außenwände sind und ihr seht ja, wie die Außenwände aussehen. Wenn man es sich anguckt, also ich kann hier drüber fahren, ich nehme an, das ist eine Art Kalkputz, wo hier drauf war, eventuell gehen wir auch da wieder drauf, oder Lehmputz, schauen wir mal. Auf jeden Fall Fenster öffnen, da drüben auch Fenster öffnen und wenn ich es schaffe, irgendwo noch Metallfenster zu bekommen, würde ich hier gerne wieder Metallfenster einbauen und zwar im gleichen Stil wie die momentan verbaut sind. Würde mich sehr freuen, wenn es optisch auch so bleiben könnte. Gut, gehen wir in den Heizraum, der leider nicht mehr benutzt wird. Jetzt sind wir im Heizkeller, wobei in Zukunft das bestimmt nicht mehr der Heizkeller werden wird, weil die Gasbrennwertthermie werden wir wahrscheinlich in das alte Bad machen, wo die blauen Fliesen waren, wo ich gerade Fliesen abgemacht habe und so weiter. In diesem Keller wird dann entweder ein Lager entstehen oder wieder ein Vorratslager, oder werden wir sehen, was daraus wird, weil ja, wenn der Ofen hier wegwandert und hier kommt kein Ofen mehr rein, der Grund ist folgender. Wenn wir eine Gasbrennwertthermie haben und die hängt an der Wand, dann hat die ein Überlaufventil, also wo Wasser, was zu viel ist, überläuft. Wir befinden uns hier jetzt aber im Keller und das Abwasser ist etwas höher angesiedelt. Es ist nicht so tief wie jetzt hier das Bodenniveau des Kellers. Von daher, wenn jetzt hier Abwasser entstehen würde, dann könnte das nicht abfließen. Da bräuchte man eine Hebeanlage, wollen wir nicht. Von daher wird das hier nicht mehr der Heizkeller werden, sondern etwas anderes. Mal schauen. Die Kohle wird dann natürlich wandern, das Brennholz auch. Und hier haben wir noch ein Fenster, das war das, wo ich gesagt habe, dass es hier in die Dusche hochgeht. Natürlich, das bleibt zu. Mal gucken, ob wir da ein schönes Regal reinbasteln. Schauen wir mal. Was ich hier noch gemacht habe, das ist ein paar Leuten aufgefallen, mir dann auch, als ich das Video gesehen habe in 3D. Die ganzen Nägel sind natürlich jetzt raus. Da gab es Stellen in meinem Video, wo wirklich sehr knapp waren, wo ich mir meinen Kopf aufgerammt hätte. Das war entweder Glück oder ich habe es halt schon so im Gefühl gehabt, weil ich mich hier die ganze Zeit bewege. Ja, auf jeden Fall danke für die Kommentare oder das Anschreiben über WhatsApp. Hast du mal gesehen, dass da ein Nagel ganz dicht an deinem Kopf vorbei ist? Ja, habe ich nicht gesehen, habe ich jetzt erst im Video gesehen. Ihr könnt euch das Video nochmal angucken, ich verlinke es mal da oben. Ja, war eine gefährliche Kiste, aber alles gut gegangen. Ja, gehen wir dann mal weiter. Mal schauen, was ich euch noch zeigen kann. Ich weiß gar nicht, ob ihr diesen Raum hier schon kennt. Das hier ist der alte Schweinestall. Gesehen habt ihr das von außen vielleicht schon mal, als ich gezeigt habe mit dem Sturz. Das ist dieser Sturz von dem Fenster, wo am Einbrechen ist, wo man was tun müsste. Von innen sieht man, dass hier schon was getan wurde. Ich nehme an, dass es Zementmörtel ist, also das denkbar ungeeignetste, was man hier benutzen kann. Die Fensterscheibe hier ist kaputt, da müsste dann auch ein neues Fenster rein. Gehe ich dann auch irgendwann mal an, wenn ich ein bisschen mehr Luft habe, was das Haus angeht. Ja, was hier aber noch ganz interessant ist und wichtig wäre, es gibt hier Stellen im Haus oder in der Scheune, könnt ihr vielleicht ganz gut sehen, da kommt Licht rein.
Es sind also nicht nur die Risse, die wir haben. In der einen Scheune habe ich Ihnen ja gezeigt, ganz am Anfang vom Video. Sondern wir haben hier auch richtig gehende Löcher im unteren Bereich. Kann ein Grund sein, warum es abgesackt ist. Warum die Löcher entstanden sind, weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Schweinestall gewesen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Schweine hier einfach Langeweile hatten, gebuddelt haben. Maueranker sind hier schon gesetzt worden. Von daher, vielleicht ist es dann auch etwas, was wir in der anderen Scheune machen müssen und hier einfach nur neu zumachen und ja, dass es dann auch so bleibt. Hier oben drauf befindet sich der Heuboden, den zeige ich euch jetzt auch gleich nochmal. Das hier ist auf jeden Fall die Scheune mit dem Blechdach, also die direkt neben dem Haupthaus steht. Ja, okay, zeige ich euch mal hier oben drüber, wie es da aussieht. Ich hoffe, die Kamera schafft das mit dem Licht. Wir haben hier eine Tür, ja, wir haben auch da vorne noch eine Tür, die habe ich jetzt nicht geöffnet, sonst weht uns wahrscheinlich das ganze Heu hier raus. Hier oben ist es sehr schön, muss ich sagen. Also mir gefällt es sehr gut. Wir haben schöne offenliegende Balken. Schade drum, dass es natürlich ein Blechdach drauf ist. Ich habe hier ein bisschen sauber gemacht. Ich habe ein paar Teile gefunden, wie ihr vielleicht sehen könnt, von einer alten Kutsche. Steht hier im Eck. Dann einen alten Kachelofen, werden wir wahrscheinlich nicht mehr aufbauen können. Es fehlen einfach zu viele Teile. Hier auch noch ein paar Teile von der Kutsche. Mal schauen, was wir davon alles benutzen können. Auf jeden Fall ist das hier auch eine Gewölbedecke. Und hier möchte ich, wenn wir das ganze Stroh und Heu rausgeschafft haben, was wir wahrscheinlich irgendwie den Hühnern geben, ich denke, das ist eine ganz gute Idee, oder es kommt einfach auf den Kompost, dann werden wir hier oben zumindest mal ein Zimmer einrichten, eine kleine Wohnung vielleicht, mal schauen, was draus wird. Auf jeden Fall kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, mit Dämmung, mit Verplanken, so dass es auch wirklich stilvoll aussieht und dass es dann auch wirklich etwas Schönes wird, wo man dann sagen kann, ja, hier können die Omas schlafen oder hier können Freunde schlafen. Schauen wir mal, was draus wird. Natürlich nicht im ersten Schritt. Das Haus ist momentan sehr viel wichtiger. Gut, jetzt gehen wir gleich mal nach unten. Die Sonne kommt auch langsam raus, beziehungsweise es regnet nicht mehr. Dann lohnt es sich auch mal wieder an die frische Luft zu gehen. Denn die Gartensaison fängt an. Es wird langsam Zeit. Ich habe bis jetzt noch nicht viel machen können, was jetzt Samen setzen angeht und Pflanzen umtopfen. Und das wird jetzt langsam mal Zeit. Gut, gehen wir mal runter. So, wieder im Vorgarten angekommen. Eben gerade waren wir genau in dieser Scheune gewesen. Ihr seht vielleicht hier am Boden schon, wir haben es uns ein bisschen schön gemacht. Also wir haben Solarlampen gekauft, haben die am Wegesrand aufgestellt. Und es sieht nachts wirklich sehr schön aus. Zumindest die 1-2 Stunden, wo sie leuchten. Obwohl sie eigentlich 8 Stunden leuchten sollten. Genauso repariert habe ich auch das Nummernschild vom Haus. Habe ich aber, glaube ich, in einem der letzten Videos schon gesagt. Einfach damit man auch sieht, dass hier jemand wohnt und nicht, dass es hier eine Ruine ist. Ja, also ansonsten sieht man es natürlich auch anhand des ganzen Bauholzes, der Dielen, des Sandhaufens von aus dem Haus. Genau das ist der Sandhaufen, der aus dem Haus stammt. Ja, ansonsten, es ist schönes Wetter. Es regnet zumindest nicht mehr, sagen wir es mal so. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen was einpflanzen gehen, da nehme ich euch mit. Und nur noch eine kleine Sache, dort seht ihr einen Sandkasten. Da sind die Kinder immer wieder am Spielen. Unser Sohn hat auch schon Freunde gefunden und auch unsere Tochter hat eine Freundin, die Tochter vom Wolfgang, also von unseren Nachbarn. Viele Grüße da auch an den Wolfgang, an seine Frau und an die Tochter. Wir freuen uns, dass ihr bald wieder da seid. Ja, das war es jetzt erstmal mit dem Rundgang. Ich gehe jetzt gleich noch hinter diese Scheune da und werde 1-2 Sachen einpflanzen, weil es jetzt wirklich an der Zeit ist. Auch wenn das Haus Priorität hat, der Garten muss trotzdem loslaufen. Gartensaison beginnt und brach liegen lassen möchte ich es nicht. Von daher gehen wir nach hinten. So, hinter der Scheune angekommen. Wunderschönes Wetter, wie ihr sehen könnt. Sehr hell, ich muss schon blinzeln. Ich habe jetzt die beiden Hochbeete noch bepflanzt mit Salat, mit dem Knoblauch, dem hier, ich kann euch mal einen zeigen. Einmal rosa Knoblauch. Ich werde dazu noch ein anderes Video machen, damit ihr das auch sehen könnt. Meine Kinder waren auch mit auf dem Video mit dabei. Ja, also wunderschöner Tag heute. Wir machen aber heute nur bis Mittag, Nachmittag noch ein paar Gartenarbeiten, ein bisschen aufräumen im Haus. Ansonsten nach den Aufräumarbeiten machen wir dann auch Feierabend. Gestern ist viel gearbeitet worden, von daher reicht es dann auch erstmal. Man soll es nicht übertreiben. Gut, ich danke euch für eure Treue.
denkt an den Daumen hoch, denkt ans Abonnieren, das ist kostenlos, es schadet euch nichts. Ihr werdet informiert, wenn ihr die Glocke einschaltet, wenn es neue Videos von mir gibt. Und ich werde euch auch bald wieder informieren, wie es weitergegangen ist. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Oliver. Ciao.